Hallo, willkommen zur ersten Meditation zum Thema Liebe in den Zeiten des Virus. Es ist die Zeit des Virus. Ich bin gerade in Sedona und wir sind immer noch in Quarantäne. Dieses ganze Lamrim handelt von der Zeit des Virus und ich glaube, dass wenn du und ich während des Retreats wirklich gut praktizieren und wenn wir vor allem diesen Abschnitt des Lamrims gut studieren, dann können wir den Virus töten. Wenn wir uns in den Zeiten des Virus in Liebe begegnen, dann können wir das Virus töten. Wir werden versuchen, das zusammen zu machen. Natürlich beinhaltet das Lernen, die Ideen, die wir bereits gelernt haben. In der ersten Woche während des Lamrims werden wir lernen, wie wichtig es ist, andere Menschen freundlich zu behandeln, speziell in schwierigen Zeiten. Pampoka Rinpoche spricht viel darüber, wie kraftvoll die Samen sind, wenn wir anderen Menschen in schwierigen Situationen helfen, in den Zeiten des Virus, und wir etwas für andere Menschen tun. Zusätzlich zum Studium aus dem wunderschönen tibetischen Buch, von dem ich denke, dass es eines der großartigsten Bücher ist, das jemals in Tibetisch geschrieben wurde, werden wir auch gemeinsam meditieren. Es sind kurze Meditationen. In der Regel ist es besser, kurz und intensiv zu meditieren. Wenn du die Meditationen wiederholen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Du kannst in der Früh oder am Abend meditieren, aber meiner Erfahrung nach ist es besser, kurze Meditationen durchzuführen. Ich hatte das Glück, dass ich ein Retreat für 3 Jahre, 3 Monate und 3 Tage machen konnte, in Stille, in totaler Stille. Wir haben in dem Zeitraum von 2000 bis 2003 geschwiegen und bevor ich ins Retreat gegangen bin, haben meine Studenten mich gefragt, könntest du bitte alle 6 Monate für einen Zeitraum von einigen Tagen aus deinem 3-Jahres-Retreat kommen, um uns zu lehren? Ich habe ihnen gesagt, ich werde das machen, aber ich werde eine Augenbinde tragen. Dadurch werde ich nicht wissen, ob nur eine Person oder 1000 Personen anwesend sind. Denn ich glaube, dass es für meinen Retreat wichtig ist, dass ich niemanden sehe. 3 Jahre lang haben wir das so gemacht. Nach ungefähr 2 Jahren dachte ich mir, dass es für uns alle sehr wertvoll wäre, während der Zeit der Unterweisungen zu studieren, während der wenigen Tage des Unterrichts pro Jahr. Ich habe beschlossen, das letzte Kapitel des Leitfadens für die Lebensweise eines Bodhisattvas von Meister Shantideva zu unterrichten. Er lebte vor etwa 1300 Jahren. Du kennst die Geschichte. Er wurde beschuldigt, ein fauler Mönch zu sein. Und alle dachten, dass er keine produktive Person im Kloster war. Und um eine Entschuldigung zu haben, ihn aus dem Kloster zu werfen, baten sie ihn, eine Unterweisung zu geben. Und sie dachten, er wird uns so eine schlechte Unterweisung geben, dass wir ihm sagen können, dass wir Mönche wie ihn nicht in unser Kloster haben wollen. Und er bestieg den Lehrerthron und begann zu lehren. Ein Text, den er geschrieben hat mit dem Titel Ein Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas. Es war außergewöhnlich schön. Und jeder, der dort war, war unglaublich erstaunt. Und als er das 9. Kapitel erreichte, welches von Leerheit handelt, begann er vom Lehrerthron empor zu schweben. Trotzdem lehrte er weiter. Er hörte nicht auf. Und ein paar der Mönche hatten die Fähigkeit zu fliegen und sie flogen ihm nach.
Er lehrte sie im Himmel, aber dann schwebte er immer höher und höher und selbst diese Mönche konnten ihm nicht folgen. Nicht viele Menschen haben das Ende des berühmten 9. Kapitels über Leerheit gehört, welches eine der großartigsten technischen Darstellungen von Leerheit in der Geschichte ist. Es ist Poesie. Es ist alles unglaubliche Poesie. Es gibt eine Überlieferung, dass er noch ein Kapitel alleine im Himmel unterrichtet hat. Das Widmungskapitel. Es war eine Art privates Gebet, das er für sich selbst gemacht hat. Und das Gebet geht wie folgt. Wenn ich eine gute Tat vollbracht habe, indem ich dieses Gedicht, wie man ein Bodhisattva ist, geschrieben habe, wenn das ein gutes Karma ist, dann widme ich dieses Karma allen anderen Menschen. Ich widme dieses Karma allen Wesen im Universum. Und dann spricht er alle verschiedenen Arten vom Wesen im Universum, die irgendwelche Probleme haben. Das bedeutet, dass er über alle lebenden Geschöpfe im gesamten Universum spricht. Das ist wirklich erstaunlich. Zum Beispiel fängt er mit den Höllenwesen an und beschreibt deren Situation in der Hölle. Er beschreibt sie und dann betet er, dass das gute Karma des Schreibens seines berühmten Buches, dass dieser gute Same die Höllenreiche leeren wird und sie in ein Paradies verwandelt. Und dann fährt er mit den anderen Reichen des Universums fort. So machen wir heute eine Meditation, die auf diesem Text beruht. Wir werden die gleiche Idee verfolgen. Was ist das für eine Meditation? Also in den Zeiten des Virus, wie es in diesem Text heißt, wenn wir irgendetwas für andere Menschen tun können, während dieser besonders gefährlichen Zeit, in Zeiten von Sorgen, Angst und Gefahr für alle, gerade jetzt in dieser Welt, eine ganz besondere Zeit. Wenn wir einen kleinen Akt der Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber tun können, und du hast sie gesehen und ich habe sie gesehen, diese vielen Taten der Güte. Ich meine natürlich die Ärzte und die Krankenpfleger in der Welt. Sie haben Angst. Ich habe heute einen Artikel über jemanden aus Princeton gelesen. Die Ärztin in New Orleans in Amerika ist, die Hälfte der Belegschaft im Krankenhaus bekam den Virus, aber keiner ging. Keiner der Ärzte oder Krankenschwestern ging. Sie sind geblieben und sie haben den Menschen gedient. Sie haben Folgendes gesagt: Besser andere sollten leben. Das war ihr Motto. Besser andere sollten leben. Also in unserer eigenen kleinen Art glaube ich, dass jeder von uns in den Zeiten des Virus Angst hat. Wir waren um unseren Job besorgt, wir waren über unsere Arbeit und unser Geld besorgt, wir waren darüber besorgt, dass unsere Eltern oder wir oder unsere Kinder sterben würden. Und ich denke, ich kann wahrscheinlich sagen, dass nicht viele von uns Bodhisattvas waren. Wir gingen nicht in die Krankenhäuser, um Menschen zu dienen. Ich habe heute einen Freund, der freiwillig in ein Krankenhaus ging, um zu arbeiten. Aber du und ich haben das nicht wirklich getan. Aber wir haben ein paar freundliche Dinge getan. Ich glaube, jeder von uns hat das getan. Aus einem tiefen Gefühl, mitten in unserer Angst. Ich glaube, dass wir alle erkannt haben, dass dies eine besondere Zeit für Bodhisattvas war. Dies ist eine großartige Zeit für Bodhisattvas, um eine kleine freundliche Tat für andere Menschen zu tun. So sind wir so ähnlich wie Shantideva, Meister Shantideva. Denn eine kleine Freundlichkeit in den Zeiten des Virus ist gleich oder fast gleich kraftvoll wie den gesamten Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas zu schreiben. Nicht wahr?
Das ist es, was wir gelernt haben. Ein kleiner Akt der Freundlichkeit für ein anderes Lebewesen zu einer sehr gefährlichen Zeit zu tun, ist ein extrem kraftvoller Samen. Also lasst uns diesen Samen widmen. Lasst uns gemeinsam meditieren. Und das wird übrigens der Akt der Wahrheit genannt. Diese 5 Meditationen während dieses Lamrim-Kurses sind alle Akte der Wahrheit. Was ist ein Akt der Wahrheit? Es ist wie mit einer Waffe schießen. Und hier sieht man eine Frau, die mit einem Gewehr schießt. Sie schießt in den Himmel und es gibt einen Grund dafür. Die Kugel in dem Gewehr sind diese kleinen freundlichen Taten, die du für andere Menschen getan hast, in den Zeiten des Virus. Und sie sind immer noch im Gange. Also die Kugel im Gewehr, die Kugel für den Akt der Wahrheit muss etwas Gutes sein, das du für andere Menschen getan hast. Und das Schießen des Gewehrs wird Widmung genannt. Okay? Du musst das Karma der Freundlichkeit und der Liebe wieder weggeben, das du in den Zeiten des Virus vollbracht hast. Die Praxis von Shantideva beruht auf einem Akt der Wahrheit. Wenn es wahr ist, dass ich eine freundliche Tat, zum Beispiel meinem Nachbarn gegenüber, durchgeführt habe. Ich persönlich habe meine Nachbarn in den Zeiten des Virus das erste Mal getroffen und wir haben nette Dinge füreinander getan. Also wenn es wahr ist, dass ich etwas Gutes für meine Nachbarn in den Zeiten des Virus getan habe, dann möge das Virus ausgerottet werden. Möge das Virus ins Sonneninnere geschossen werden. Ich stelle mir diese Frau vor, die das Virus ins Sonneninnere schießt. Ich habe auf Google nachgeschaut. Im Sonneninneren hat es 14 Millionen Grad Celsius. Und stell dir vor, dass das Virus völlig durch die Kraft der Sonne verdunstet. Durch die Kraft der Sonne verdunstet dieses Virus komplett. Völlig verschwunden. Also werden wir alle während dem nächsten Monat und während dieser 5 Meditationen werden wir die Vorschläge von Meister Shantideva in seinem berühmten 10. Kapitel befolgen. Wir werden eine kleine gute Tat auswählen, die wir in den Zeiten des Virus getan haben, und wir werden diese als Akt der Wahrheit anwenden. Wenn es wahr ist, dass Geshe Michael das erste Mal mit seinem Nachbarn gesprochen hat und ihnen etwas Liebe in den Zeiten des Virus gezeigt hat, wenn es wahr ist, möge dann durch diese Wahrheit das Virus ausgerottet werden und mögen die Menschen nicht mehr länger leiden. Okay? Wir werden also diese Meditation in 5 Teile durchführen. Machen wir uns bereit zu beginnen. Mach es dir bitte bequem. Wir beginnen damit, Hilfe zu den Menschen im Universum zu schicken. Der allererste Teil dieser Meditation besteht darin, eine gute Sache zu identifizieren, die du in den Zeiten des Virus getan hast. Nur identifizieren. Für mich, um ehrlich zu sein, ich habe einen Nachbarn, der ein wenig schrullig ist. Ich bin nie so richtig mit ihm ausgekommen, aber in den Zeiten des Virus waren wir extrem freundlich zueinander und wir haben uns gegenseitig geholfen in der Zeit des Virus. Also werde ich diese gute Tat auswählen. Also zuerst musst du eine Art Liebe identifizieren, die du in den Zeiten des Virus jemandem gegeben hast. Okay? Es wird eine kurze Meditation sein, 15 Minuten. Denke nun an eine gute Sache, die du in den Zeiten des Virus getan hast. Okay? Im Englischen gibt es einen Ausdruck, einen negativen Ausdruck. Es ist, als ich noch ein Schulkind war, haben die Lehrer uns beigebracht, wie wir Fliegen töten. Fliegen haben Keime. Fliegen sollen schlecht sein. Wir sollten versuchen, die Fliegen zu töten. Meine Eltern gaben mir eine Zeitung und du rollst sie zusammen und versuchst, die Fliegen zu töten. Wenn du einige getötet hast, sagen deine Eltern, du bist ein guter Junge. Natürlich ist das eine schreckliche Sache. Jetzt verstehe ich, dass es falsch war. Es gibt einen Witz im Englischen. Eine Fliege mit einem Vorschlaghammer töten. Mit einem sehr schweren Hammer. Vielleicht kann ich dir ein Bild von einem Vorschlaghammer zeigen. Und du versuchst,
damit eine Fliege zu töten. Es ist übertrieben. Wir haben diesen Ausdruck, der auf Englisch Overkill genannt wird. Es ist also wie eine Fliege mit einer Atomwaffe oder mit etwas Ähnlichem töten. Das ist zu viel. Warum reden wir jetzt über all das? Das Virus ins Sonneninnere zu schicken, um es aus dieser Welt zu schaffen, das ist übertrieben, nicht wahr? Du könntest einfach mit den Fingern schnippen, um das Virus auszurotten. Du brauchst es nicht ins Sonneninnere zu schicken. Aber wenn du die Tat durchführst, die extrem kraftvoll ist, welche das gesamte existierende Universum abdeckt, dann wird es auch das Virus treffen. Ich sage das nochmal. Wenn du eine Aktion ausführst, die auf das gesamte Universum eine Auswirkung hat, dann, weil das Virus ein einziger Teil dieses Virus ist, wird es das Virus auch ausrotten. Also, worüber ich in dieser Meditation spreche, wir werden uns vorstellen, dass wir unser Karma, den Akt der Wahrheit, in alle Teile des Universums schicken. Wir werden das ganze Universum abdecken. Am Ende der 5. Meditation haben wir das gesamte Universum abgedeckt. Und das Virus ist offensichtlich ein winziger Teil des Universums, welches leicht zerstört werden kann. Wir werden es übertreiben, wir werden etwas für das ganze Universum tun. Wir werden in den Höllenreichen anfangen. Wir glauben nicht an die Hölle. Der Hölle ist es egal, ob du daran glaubst oder nicht. Du kannst dorthin gehen und viele Menschen werden das tun. Es gibt Höllenreiche, es gibt einfache Erklärungen. Ich glaube, sie wurden von Menschen erfunden, die die Höllenreiche gesehen haben. Sie sagten, oh schau, die Hölle befindet sich 915 Meter unterhalb von diesem Boden. Und wenn du böse bist, kannst du dorthin gehen und du wirst dort im Feuer brennen. Und die christliche Religion hat diese Tradition und die buddhistische Tradition hat die gleiche Tradition, der Hinduismus und der Muslim auch. Also ja, wir glauben an die Hölle, aber es ist kein Ort, der so viele Meter unter dem Boden liegt. Es ist ein Teil des Universums. Denke an das Universum als konzentrische Sphären. In jedem Teil des Universums gibt es ein Höllenreich. Es gibt ein Höllenreich in jedem Teil des Universums. Es ist nicht unter unseren Füßen oder so etwas Ähnliches. Das ist nicht der Punkt. Es gibt Milliarden von Wesen in jedem Teil des Universums, die in der Hölle leben. Während dieser Meditation nehmen wir also unsere kleine Virusliebe-Aktion und wir werden einen Akt der Wahrheit durchführen. Wenn es stimmt, dass ich nett zu meinem Nachbarn war, wenn wir Liebe füreinander empfanden, zum allerersten Mal, mögen dann alle Höllenreiche im gesamten Universum zerstört werden und in Parks, in Dharma-Parks verwandelt werden. Wunderschöne Dharma-Parks. Also fangen wir an. Lass es uns einfach tun. Mach dich bereit, gemütlich. Setz dich aufrecht hin, ein kleines Lächeln, trink einen letzten Schluck Kaffee. Eines Tages werde ich dir sagen, keinen Kaffee mehr zu trinken. Ein schönes Lächeln auf deinem Gesicht. Es wird eine 15-Minuten-Meditation sein. Es wird nicht sehr lange dauern. Eine kurze, fokussierte, sanfte Meditation ist kraftvoller als eine lange, in der man abgelenkt ist. Los geht's. Schließ deine Augen. Ein kleines Lächeln. Die Hände liegen entspannt in deinem Schoß. Um die Energie zu bekommen, die wir brauchen, um den Akt der Wahrheit durchzuführen, werden wir uns vor uns unseren Lehrer einladen. Denke an deinen Herzlehrer und stelle dir vor, dass er direkt vor dir ist. Er wird mit uns meditieren.
Dann kommen wir zu unserer Atmung. Wir machen 10 langsame Atemzüge, entspannt, glücklich, ein Lächeln auf deinem Gesicht, der Bauch ist leicht eingezogen, langes Ausatmen. Lass uns nun 10 Atemzüge zählen. Die Ausatmung ist die erste Hälfte, die Einatmung ist die zweite Hälfte. Los geht's. 10 lange Atemzüge, um den Geist zu beruhigen. Jetzt führen wir einen Akt der Wahrheit durch. Einen Akt der Wahrheit durchzuführen erfordert Munition. Du musst eine gute Tat finden, eine besonders gute Tat, die du getan hast. Also für die nächsten paar Minuten, lass uns ruhig sein. Denke an die Tage, als du das erste Mal von dem Virus gehört hast. Es begann sich in der Welt zu verbreiten. In Amerika dachten wir, dass es hier nicht ankommen würde. Und dann erreichte es unser Land und es begann sich zu verbreiten und auch ein Gefühl von Angst und Verwirrung. Und während dieser schwierigen Tage, die immer noch andauern, habe ich einige schöne Dinge für andere Menschen getan. Ich hatte Angst. Ich war in dieser Zeit kein großer Heiliger. Ich habe nicht freiwillig den Kranken geholfen, aber ich habe Güte gezeigt an die Menschen um mich herum. Also denke über diese Freundlichkeiten nach, die du anderen Menschen gegenüber gezeigt hast. Und ich möchte, dass du eine auswählst. Wähle eine der Handlungen der Liebe, die du einer anderen Person gezeigt hast in den Zeiten des Virus.
Jetzt stelle dir die Höllenreiche vor, wie du sie im 10. Kapitel, das Kapitel über Widmung von Meister Shantidevas Leitfaden für die Lebensweise eines Bodhisattvas gehört hast. Du solltest gelegentlich die Aufnahme hören. Es gibt Orte in diesem Universum, wo Menschen in schrecklichen Schmerzen leben, den ganzen Tag, die ganze Nacht, seit vielen Jahren. Wenn der Hund ein Kauspielzeug sieht und der Mensch einen Stift sieht, gibt es auch Wesen, die andere Wesen in der Vergangenheit verletzt haben, die schreckliche, schlechte Samen haben und die den Stift als Feuer sehen. Sie sehen ihn, wie er in ihr Auge gestochen wird. Feuer wird ihnen ins Auge gestochen. Der Hund sieht ein Kauspielzeug, der Mensch sieht einen Stift. Und es gibt Wesen, die sehr schlechte Samen haben. Und die sehen, wie ein Feuerstab in ihr Auge gestochen wird. Es gibt solche Dinge. Denke über die Menschen nach. Wir versuchen ihnen zu helfen. Sie existieren. Wir können nicht wirklich in den Geist eines Hundes eintauchen. Wir können Hunde sehen. Aber es gibt viele Wesen, die wir nicht sehen können und die um uns herum verweilen. Und es gibt Wesen, die den Stift als Feuer sehen, der langsam in ihr Auge gestochen wird. Wenn es wahr ist, dass ich etwas Liebe oder Güte gezeigt habe in den Zeiten des Virus, wenn es wahr ist, dann mögen diese Wesen mich als echten Bodhisattva sehen. Mögen diese Wesen, die wahrnehmen, dass das Feuer in ihr Auge gestochen wird, möge sie eine Person wie mich kommen sehen, die ein Bodhisattva ist. Ich sehe mich in dieser Welt als eine normale Person, aber durch das gute Karma, die Liebe, die ich in den Zeiten des Virus gezeigt habe, durch dieses gute Karma, möge ich für diese Wesen als ein hoher Bodhisattva erscheinen. Wenn es wahr ist, dass ich in Zeiten des Virus einmal freundlich war, möge ich als ein hoher Bodhisattva für diese Höllenwesen erscheinen. Akt der Wahrheit. Und wenn ich mit meiner Hand winke, dann beginnt dieser kühle Regen zu fallen. Es trifft das Feuer in ihren Augen, der Stift, das Ding, das ein Stift in dieser Welt ist, was ein Feuerstab in ihrer Welt ist. Und das Feuer erlischt. Und dieser schöne, weiche Regen fällt weiterhin. Und ihre Augen sind geheilt. Und aller Schmerz verschwindet. Sie öffnen ihre Augen, ihre neuen Augen. Und sie schauen sich um.
Überall wunderschöne Blumen, wunderschöne Gärten, wunderschöne Bäume, wunderschöne Vögel in den Bäumen, die singen. Das komplette Gegenteil der Hölle. Wenn es wahr ist, dass ich in den Zeiten des Virus einmal freundlich war, möge die Hölle sich in einen Garten der Unsterblichkeit umwandeln, den Garten des Buddhas. Möge jedes Höllenwesen ein Buddha in ihrem eigenen Garten werden. Lasst uns hier ein paar Minuten verweilen. Wenn es wahr ist, dass ich in den Zeiten des Virus zu irgendjemandem freundlich war, auch nur für ein paar Minuten, mögen Sie diesen Stift namens Michael als einen Bodhisattva sehen, der Ihre Welt in ein Paradies verwandelt, der Sie in einen Buddha verwandelt. Jetzt komme bitte zurück zu deinem Atem. Lasst uns 10 langsame Atemzüge machen, langes Ausatmen. Langsam kannst du deine Augen öffnen. Ich strecke mich gerne nach der Meditation. Also dehnt euch. Wir haben, Tim und ich, beschlossen, dass das Lamarim 5 Wochen dauern wird und du wirst 3
Lamrim-Klassen pro Woche bekommen. Und diese Meditation, mit der wir euch ermutigen wollen, sie jeden Tag in der nächsten Woche durchzuführen. Es gibt 3 Klassen und wenn du es schaffst, mach diese Meditation einmal am Tag oder zweimal am Tag. Das gilt für die erste Woche. Während der zweiten Woche wechseln wir zu einer anderen täglichen Meditation, aber das gleiche Kapitel, die gleiche Widmung. Und wir schicken ebenfalls das Virus ins Sonneninnere. Danke, wir sehen uns in der nächsten Meditation.